Mit den Pfeilen links und rechts kann ich seitwärts durch das Menü scrollen, um Portlets zu sehen, die ich verwenden kann. Durch einen Klick oder durch Drag and Drop kann ich ein neues Portlet hinzufügen und an einer gewünschten Position platzieren. Willkommen zur NetSuite Videodemonstration. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie sich im NetSuite-System zurechtfinden und navigieren. Ich führe Sie durch das Home Dashboard, wechsle die Rolle und arbeite mit Dashboard Portlets. Momentan bin ich mit der Rolle des Administrators angemeldet und befinde mich auf dem Home Dashboard. Dies ist die Hauptseite, die erscheint, wenn ich mich bei NetSuite anmelde. Ich kann jederzeit zum Home Dashboard gelangen, indem ich auf das Haussymbol im Global Header, also das Kopfmenü, klicke. Oben in der Mitte befindet sich die Hauptsuchfunktion, in NetSuite Global Search genannt. Mit Hilfe dieses Feldes kann ich schnell Daten finden und darauf zugreifen, wie zum Beispiel Kunden, Transaktionen oder andere Datensätze. NetSuite erlaubt es mir, Präfixe für eine schnellere Suche zu verwenden, gefolgt von einem Suchkeyword, wie im Beispiel zu sehen ist. Jetzt wird mir eine Liste mit Kunden angezeigt, welche die Buchstabenfolge BAR im Namen enthalten. Wenn ich auf einen Namen klicke, dann kann ich den entsprechenden Kundendatensatz im Ansichtsmodus betrachten. Beachten Sie auch, wenn ich den Mauszeiger über ein Suchergebnis bewege, dann erscheinen auf der rechten Seite zwei Links. Dies wird als Progressive Disclosure, also progressive Offenlegung bezeichnet und ist in der gesamten Anwendung vorhanden. So kann ich den Kundendatensatz im Bearbeitungsmodus anzeigen oder das Kundendashboard aufrufen. Schauen Sie sich das Video zur Verwendung der Global Search Funktion an, um mehr über die Stichwortsuche, Suchpräfixe und die Möglichkeit zur effektiven Nutzung der Suchfunktion zu erfahren. Die Funktion rechts neben der Suche wird in NetSuite als Create New Menu bezeichnet. Damit kann ich auf die Schnelle neue Instanzen verschiedener Datensätze erstellen. Die Liste, die erscheint, zeigt mir an, was mir gerade zur Verfügung steht. Wenn ich die verfügbaren Elemente ändern möchte, kann ich unten auf Personalisieren klicken und hier weitere Elemente aufnehmen oder entfernen. Ich möchte in diesem Beispiel Kunden hinzufügen. Dazu setze ich den Haken bei der gewünschten Funktion und klicke anschließend auf Speichern. Wenn ich den Mauszeiger jetzt nochmal darüber bewege, dann kann ich die neu hinzugefügte Funktion sehen. Daneben befindet sich der Hilfe-Link. Wenn ich auf dieses Symbol klicke, werde ich zum NetSuite Hilfezentrum weitergeleitet, wo ich Informationen über die Funktionalitäten von NetSuite erhalte. Das Fenster öffnet sich in einem neuen Tab in meinem Browser. Hier finde ich ausführliche Informationen und Hilfestellungen zu allen Themen, die NetSuite betreffen. Weitere Informationen zu den in NetSuite verfügbaren Hilfeoptionen finden Sie im Getting Help Video. Auf der rechten Seite befindet sich das Dropdown-Menü, um zwischen den mir zugewiesenen Rollen zu wechseln. Zu beachten ist, dass jedem Benutzer Rollen zugewiesen werden, die auf bestimmten Aufgaben basieren. Über den ersten Link kann ich mich von NetSuite abmelden, wenn ich das System verlassen möchte. Der zweite Link im Menü führt mich zu einer Übersicht aller mir zugewiesenen Rollen. Und hier kann ich eine Rolle auswählen, mit der ich standardmäßig eingeloggt werden möchte. Unterhalb der Suche und den eben beschriebenen Funktionen befinden sich Navigationsmenüs oder sogenannte Center Tabs, die von Rolle zu Rolle variieren. Das gesamte Kopfmenü ist oben fixiert, sodass das Menü auch beim Scrollen immer zugänglich ist. NetSuite ändert das Layout basierend auf meiner Bildschirmgröße und Ausrichtung. Das wird als Responsive Design bezeichnet. Um zu demonstrieren, wie diese Eigenschaft funktioniert, vergrößere ich die Seite auf 200%. Beachten Sie die 3 Punkte auf der rechten Seite der Menüleiste. Diese erscheinen, wenn das Menü zu schmal ist, um das gesamte Menü anzuzeigen. Ich zoome den Bildschirm wieder auf 100% heraus. Wenn ich nun den Mauszeiger über die Menüregister bewege, dann kann ich auf die verfügbaren Datensätze, Aufgaben oder Aktionen zugreifen. Wenn ich zum Beispiel den Mauszeiger über Berichte bewege, erscheinen mehrere Auswahlmöglichkeiten. Dazu folgt gleich mehr. Über den Pfeil am unteren Ende der Liste kann ich innerhalb des Menüs nach unten scrollen und genauso kann ich über den Pfeil am oberen Ende der Liste wieder nach oben scrollen. Wenn ich in der Menüleiste auf Berichte klicke,
Dann gelange ich auf das Berichte-Dashboard. Zu beachten ist, dass jeder Menüreiter selbst ein Dashboard enthält und ähnlich wie das Home-Dashboard aus Portlets und verschiedenen Feldern aufgebaut ist. Ich gehe zurück zu meinem Home-Dashboard. Über das Uhrsymbol kann ich mir eine Liste der Daten anzeigen lassen, auf die ich zuletzt zugegriffen habe. Ich kann nun auf einen Datensatz klicken, um ihn aufzurufen, oder wenn ich ihn aktualisieren muss, kann ich den Mauszeiger darüber bewegen und wähle dann Bearbeiten aus. Wenn ich auf den Link Alle zuletzt aufgerufenen Datensätze klicke, kann ich mir eine detaillierte Liste der Daten anzeigen lassen. Auf dieser Seite werden die Datensätze angezeigt, der jeweilige Typ und die Zeit des letzten Zugriffs. Ich gehe nun nochmal zurück zu meinem Home-Dashboard. Das Sternsymbol in der Menüleiste ist mein Shortcut-Menü, also Abkürzungen aus Seiten in NetSuite, auf die ich häufig zugreife, wie zum Beispiel Datensätze, Listen und Transaktionen. Die Links, die ich hier zur Verfügung habe, erscheinen auch in meinem Shortcut Portlet. Rechts neben dem Haussymbol befinden sich mehrere Menüregister, die in NetSuite als Zentren bzw. Center bezeichnet werden. Jedes Menüregister enthält verschiedene Kategorien, welche erscheinen, wenn ich den Mauszeiger über ein Zentrum bewege, und diese enthalten Links zu weiteren Seiten. NetSuite zeigt basierend auf der mir zugewiesenen Rolle einen veränderbaren Satz von Zentren an. Jedes NetSuite-Zentrum stellt mir entsprechend meiner Rolle jene Seiten und Links bereit, die für meine Aufgaben erforderlich sind. Mehr Informationen darüber erhalten Sie im Hilfebereich unter dem Thema NetSuite Zentren. Momentan wird mir das klassische Zentrum bereitgestellt, da ich mich in der Administratorrolle befinde. Wenn ich in eine andere Rolle, zum Beispiel in die Rolle des Vertriebsleiters wechsle, dann verändert sich das Menüregister und ich erhalte die Funktionen, die ich als Vertriebsleiter benötige. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass ein Administrator benutzerspezifisch weitere Berechtigungen erteilen und beschränken kann. Nutzer, die keine Admin-Berechtigung verfügen, können den Mauszeiger über das Haussymbol bewegen und dort auf Einstellungen festlegen klicken. Hier können Sie unter dem Menüpunkt Erscheinungsbild das Standardzentrum auswählen, welches NetSuite Ihrer Rolle bereitstellt. Die Menüleiste ändert sich dabei, jedoch bleiben alle Funktionen bestehen, die für die Aufgaben erforderlich sind. Ich wechsle nun zurück in die Administratorrolle. Ich fahre fort mit dem Dashboard, welches aus einer Zusammenstellung von Portlets besteht. Portlets sind dynamische Anzeigefenster, die mir direkten Zugriff auf Daten, Navigationslinks, Kennzahlen, Diagramme und Berichte ermöglichen. Die mir zur Verfügung stehenden Portlets werden rollenspezifisch durch NetSuite zugewiesen oder durch einen NetSuite-Administrator individuell gewährt. Ich kann mein Dashboard anpassen, um jene Portlets anzuzeigen, die ich am dringendsten benötige. Ich kann ein Portlet hinzufügen, indem ich oben rechts auf Personalisieren klicke. Hier sehe ich alle zur Verfügung stehenden Portlets. Mit den Pfeilen links und rechts kann ich seitwärts durch das Menü scrollen, um Portlets zu sehen, die ich verwenden kann. Durch einen Klick auf ein gewähltes Portlet oder durch Drag and Drop kann ich ein neues Portlet hinzufügen und an einer gewünschten Position platzieren. Ich kann jedes Portlet nach meinen individuellen Bedürfnissen einstellen. Dazu bewege ich den Mauszeiger über das Portlet-Menü oben rechts und klicke auf Einrichten. Ein Pop-up-Fenster erscheint, in dem ich nun entsprechende Einstellungen vornehmen kann. Ich werde hier nicht im Detail darauf eingehen, wie man Portlets einrichtet. Weitere Informationen zum Einrichten von Portlets finden Sie in einem separaten Videotutorial zur Personalisierung des Dashboards. Wenn ich ein Portlet wieder entfernen möchte, bewege ich den Mauszeiger über das Portlet-Menü und klicke anschließend auf Entfernen. Zu beachten ist, dass nicht jedes Portlet entfernt werden kann, wie zum Beispiel das Portlet für Einstellungen. Ein Administrator kann zudem das Entfernen bestimmter Portlets beschränken. Mit einem Klick auf das Aktualisieren-Symbol erhalte ich die neuesten Informationen in Echtzeit. Außerdem kann ich oben rechts die Datumseinstellungen ändern, um eine bestimmte Periode für den Vergleich der Kennzahlen festzulegen. Per Drag and Drop kann ich bereits festgelegte Portlets in ihre Position versetzen oder mit einem Klick in den Header das Portlet ein- und ausblenden. Wenn ich das Layout meines Dashboards ändern möchte, kann ich oben rechts auf den Link Layout klicken und dann eine der verfügbaren Optionen auswählen. Die erste Option ist jene, die ich momentan verwende, bestehend aus 2 Spalten, einer schmalen Spalte auf der linken Seite und eine breite Spalte auf der rechten Seite. Die zweite Option ist ähnlich, nur dass sich hier die breite Spalte auf der linken Seite befindet
und die schmale Spalte auf der rechten Seite. Die dritte Option besteht aus 3 Spalten, mit einer breiten Spalte in der Mitte und 2 schmalen Spalten auf beiden Seiten. Und die vierte Option besteht, wie man sehen kann, aus einer einzigen breiten Spalte. Zu beachten ist, dass das zweispaltige Layout für kleinere Monitore und Tablets empfohlen wird. Wenn Sie sich jedoch für das dreispaltige Layout entscheiden, beträgt die Mindestbildschirmbreite 1400 Pixel. An dieser Stelle endet das erste Video zur Navigation der Benutzeroberfläche in NetSuite. Beachten Sie, dass Ihr NetSuite-System anders aussehen kann als das, was ich Ihnen gezeigt habe. Die Konzepte und die Funktionen sind jedoch dieselben. Um mehr über NetSuite zu lernen, fahren Sie mit dem nächsten Video fort.